Hi, ich bin die Alina. Wir sind heute im Kirli und das hier ist die Königsklasse. Willkommen. Heute ist unser Gast Peter, der CEO von Sidepreneur. Ja, Peter, erzähl mal ein bisschen was über dich. Wer bist du so? Ganz kurz. Ja, ganz kurz. Also ich bin jetzt gerade 38 Jahre alt, wohne mit meiner Familie im Norden von München und ja, die halten mich gut auf Trab. Und ansonsten bin ich Gründer der Sidepreneur-Plattform und helfe nebenberuflichen GründerInnen dabei, ja, über dieses Vehikel ins Unternehmertum zu kommen. Mega cool. Und ihr habt ja bei Sidepreneur auch so ein Podcast-Format, ne, was relativ bekannt ist. Worüber sprecht ihr da so? Ganz kurz. Ja, also grundsätzlich wollen wir natürlich die Menschen inspirieren. Ja. Wir wollen sie dazu motivieren, in die Umsetzung zu kommen. Deswegen schnappen wir uns halt Gründer-Stories und Gründerinnen-Stories und bringen die eben im Podcast. Aber zusätzlich wollen wir natürlich auch praktische Tipps vermitteln. Einfach, dass, wenn man in dieser Situation ist, dass man einfach schon mal ein bisschen mehr weiß, wie der Hase läuft. Wer ist der coolste Gründer, den du bisher im Podcast hattest? Oder Gründerin natürlich. Boah, das ist super schwer. Da möchte ich eigentlich gar niemanden rausgreifen, weil das ist ja meistens so, wenn man schon über 400 Folgen gemacht hat, eine Person rauszugreifen, das wäre total gemein auch, weil es so viele tolle Ideen gibt. Auch okay. Ja. Bist du so selber Podcast-Fan? Wie bist du da drauf gekommen, Podcast zu machen? Ja, eine ganz witzige Geschichte. Also wir haben ja relativ früh mit angefangen, vor 7 Jahren, ich muss ich mal zurückrechnen, aber vor 7 Jahren war das schon, das war weitaus vor dem Podcast-Hype, den wir jetzt haben. Und ich hatte so viel tote Zeit, weil ich bin mit dem Kinderwagen die ganze Zeit. Ich hatte mein erstes Kind, ich bin die ganze Zeit rumgewagelt mit dem Kinderwagen und irgendwas musst du ja machen. Also kannst du nicht die ganze Zeit nur Musik hören, manche können das vielleicht. Ich wollte dann auch irgendwie ein bisschen was für den Kopf haben und habe dann angefangen, Podcast-Formate zu hören. Cool. Und dann irgendwann kam der Schritt auf die andere Seite auch noch. Und welche Podcasts hörst du selber so gerade? Also der OMR-Podcast ist einer, den ich immer wieder höre, aber dann auch wirklich so abseits auch Themen zum Thema Sport, haben New Work finde ich auch ganz spannend als Thema. Natürlich auch so Healthcare-Themen, weil das auch so ein bisschen mein beruflicher Background aktuell ist. Da höre ich unterschiedliche Themen einfach querbeet. Also ich habe eine lange Podcast-Liste und Okay, cool. Lieber Podcasts, Bücher oder Netflix? Netflix weniger, mehr Podcasts würde ich sagen, wobei ich auch gerne Bücher, aber als Hörbücher konsumiere, weil ich einfach viel Zeit nutzen kann, um dann einfach, wenn ich irgendwie reise, wenn ich unterwegs bin, dass ich da das mir anhöre. Also ein Audiotyp eher. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja. Du hast jetzt gerade auch Sport gesagt. Ne? Ich habe dich auch online ein bisschen gestalkt vorher. Und ich habe gesehen, dass du auch mal Co-Trainer einer Fußball-Herrenmannschaft warst. Magst du da was zu erzählen? Finde ich interessant. Ja, also ich habe 2 Mannschaften hier in München trainiert. Aber nicht den FC Bayern. Nee, mir ist es weder als Spieler noch als Trainer gelungen, in den Profibereich vorzustoßen. Aber es war natürlich viel Leidenschaft dabei. Ich habe sehr gerne Fußball gespielt, bis es dann halt nicht mehr ging von den Knien her. Und man muss sich dann irgendwann eingestehen, dass man ein bisschen älter ist, dann macht man dann eher den Trainer und man hat weniger Spielzeit, weil irgendwer muss den Trainer ja machen, blöd gesagt. Deswegen, ja. Das hat mein Papa auch immer als Ausrede genommen, warum er kein NBA-Spieler geworden ist. Im College hat er sich verletzt und dann es war ganz knapp davor. Sehr gut. Und du hast jetzt auch schon mehrere Male deine Familie erwähnt. Ja. Wie viele Kinder hast du? Wie alt sind die? Ich habe 3 Kinder und die sind gerade von der Kita bis zur 5. Klasse so verteilt, vom Alter gleichmäßig. Ja. Wie alt warst du, als du das erste bekommen hast? Oder deine Frau? Ja, wollte gerade sagen, also da ist meine Leistung ein bisschen weniger gewesen, aber ich war 27, wo ich das erste Kind gekriegt habe. Okay. Ja. Also 27, ja, das ist ja so, wäre ein jetziger 27-Jähriger wäre ja so oberes Ende der Gen Z. Ja. Vielleicht auch Zuschauer, die im ähnlichen Alter sind. Wie war das für dich damals in dem Alter, eine Familie zu gründen? Also für mich war das immer klar, dass ich gerne eine Familie haben möchte. Und ich glaube, so diesen richtigen Zeitpunkt gibt es dafür nie.
Jetzt ist es ja vermeintlich jung. Also ich meine, 27 ist jetzt auch kein Kind mehr. Daher, wir waren da gerade beide mit dem Studium fertig und es war halt ein ganz guter Punkt im Leben, zu sagen, ja, das passt jetzt. Ja gut, ich bin 26 und ich kann es mir irgendwie gar nicht vorstellen gerade. Aber Muss ja auch in die vielleicht kommt's Lebensumstände passen dann ja, einfach. das stimmt, das stimmt. Also du hast schon immer Familie gewollt. Und wie schaut jetzt so dein Zukunftstraum aus, jetzt wo du Familie hast? Kommt da noch ein Kind oder wollt ihr ein großes Haus kaufen am Strand in Spanien? Oder wie schaut es da aus? Also sag niemals nie, ich kann es mir jetzt gerade nicht vorstellen, aber also 3 Kinder sind ja jetzt ist auch ganz okay von der Familiengröße, glaube ich. Meine Zukunftspläne. Privater Natur einfach ja, glücklich das Leben gestalten zu können, auch die nötige Zeit vielleicht auch für die Familie zu haben. Das ist ja immer auch als Gründer nicht unbedingt immer gegeben. Da gibt es ja auch Phasen, wo du einfach viel arbeitest. Da einen guten Ausgleich zu finden, da werde ich auch jeden Tag besser mit, würde ich sagen. Und ja, das schön gestalten zu können, sodass alle Elemente im Leben zusammenpassen, das ist so auf jeden Fall eine Zukunftsperspektive, die ich mir wünsche. Cool. Also du bist schon besser im Time-Management. Hast du da einen Tipp für Leute, die vielleicht noch nicht so weit sind? Ich glaube, so Zeitmanagement ist ja das eine Thema, aber Priorisierung ist das wichtigere Thema. Also es gibt sicherlich so Themen wie effizienter zu arbeiten, so Sachen wie die Pomodoro-Technik, wo du dann wirklich konzentriert 20 Minuten an einem Thema arbeitest, kurze Pausen machst etc. Das hilft schon sehr. Aber du kannst ja auch so effektiv und effizient sein, wie du willst, wenn du die schlechten Priorisierungen setzt in deinem Leben. Ja. Dann hast du trotzdem für nichts Zeit. Also du musst, glaube ich, dir schon überlegen, was ist dir jetzt wirklich wichtig. Oder es gibt sicherlich auch mal so Flow-Phasen, wo du sagst, okay, jetzt ist das total wichtig und da fühle ich mich gut, da ziehe ich Energie raus. Das möchte ich jetzt auch wirklich Ja, viel macht dann auch machen. Spaß, das ne? macht absolut Spaß. Dann solltest du das halt auch vielleicht machen, aber du musst schon dir überlegen, dass nicht immer alles geht. Und gerade auch so dieses Thema nebenberufliches Gründen, was ich ja als Thema habe, ist ja, du hast einen Hauptjob, du hast eine nebenberufliche Gründung und du hast zusätzlich vielleicht Familie, Freunde, Umfeld und das musst du ja in Einklang bringen. Das heißt, das wird dir nur gelingen, wenn du dann auch deine Prioritäten dann entsprechend deiner zumindest vorläufigen Ziele jetzt machst, weil ich bin da gar kein großer Fan von, so 5-Jahrespläne zu haben. Also dafür hat es sich in meinem Leben gezeigt, dass dann so viel passiert zwischen den Plänen. Deswegen da sich einfach zumindest zu committen auf die nächste Zeit und da so ein grobes Bild zu haben. Okay. Und was machst du mit der gewonnenen Zeit, Freizeit? Reist du gerne? Spielst du selber noch irgendwie, machst du einen Sport oder so? Ja, ich mache auch Sport. Man sieht es jetzt nicht ganz so, aber nee, ich habe nach dem Fußball so den Ausdauersport für mich entdeckt. Das heißt, ich mache Triathlon und auch mal so einen Halbmarathon ab und zu. Wow, okay. Ja, und das ist so mein Thema, wo ich Ausgleich finde. Manche meditieren, ich gehe gerne laufen. Und ja, ansonsten habe ich gar nicht so viele Hobbys an sich, weil durch die Gründung und die Familie ist eigentlich da die meiste Zeit ausgefüllt. Was ich halt gerne tue noch ist, ich gehe super gerne in die Berge wandern, auch gerne mit der Familie zusammen und ja, treffe sonst auch gerne mal Freunde. Aber dann ist das eigentlich auch schon gefüllt. Ach, schön, ja. Also ich habe auch gelesen auf deinem LinkedIn-Profil, dass du einen Sozialpreis gewonnen hast. Mal. Was ist da die Geschichte dahinter? Das ist schon sehr lange her. Ich habe ganz tief in den Archiven des Internets gegraben. Ja. Das war tatsächlich damals auf dem Gymnasium der Fall, wo ich auch irgendwie so dieses unternehmerische Thema mit dem sozialen Thema kombiniert habe. Das hatte einfach den Hintergrund, dass es ein Projekt gab an der Schule, das angestoßen wurde und dann nicht zu Ende gebracht wurde, weil die Mannschaft einfach rausgegangen ist. Und dann habe ich mich als sozial engagiert da und das Projekt vorangetrieben. Und das war dann die Auszeichnung von der Schule selbst. Aber das war also selbst ist schon sehr lange her, wie gesagt. Aber war wichtig genug, um es aufs LinkedIn-Profil zu schaffen noch, ne? Ja, auf jeden Fall. Man soll ja auch irgendwie so ein paar Themen zeigen. Wenn du jetzt mit den anderen Awards gekommen wärst, dann da hätte ich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ja, ich fand den Sozialpreis aus der Jugend fand ich ganz interessant. Aber ja. Also ich habe ziemlich viel Info über dich online gefunden. Das heißt, du bist auch sehr aktiv online, ne?
Ja, definitiv, aber auch bewusst. Ich teile nicht alles. Also du wirst relativ wenig von meiner Familie zum Beispiel ist wichtig, finden ja. und Privates, aber viel Persönliches. Weil ich glaube, dass es, wenn du eine Mission hast, eine Vision hast und ein Thema vorantreiben möchtest, dann musst du auch darüber sprechen und musst auch irgendwie rausgehen, wenn du gerade auch nicht unendlich viel Marketingbudget hast. Wir sind ja alle ja, ich will jetzt keine Firmen nennen, aber ihr kennt ja große Unternehmen, die dann irgendwelche Marken aufbauen. Das ist halt im persönlichen Umfeld gar nicht so leicht und vielleicht auch in der heutigen Zeit auch wichtiger denn je, irgendwie persönliche Marken aufzubauen. Weil die Menschen wollen ja auch mit Menschen interagieren. Und deswegen war das für mich klar, wenn ich dieses Thema voranbringen möchte, da geht es gar nicht um die eigene Eitelkeit, sondern da muss ich dann irgendwie mich auch da vorne hinstellen und das Thema auch persönlich treiben. Auch also Personal Brand, auch eine Person sein, zu der man Vertrauen fassen kann, weil Absolut, man merkt, dass man sie vielleicht auch kennt, indem man den Inhalt konsumiert. Ne? Wie ist deine Social-Media-Nutzung so außerhalb von LinkedIn? Bist du da viel Instagram, Facebook, Snapchat? Also es kommt immer darauf an, wie man fragt. Also ich glaube, meine Frau würde sagen, die Nutzung ist sehr, sehr hoch. Ja? Ja, also ich bin eigentlich relativ viel am Smartphone, aber versuche das in der Familienzeit zu lassen. Ja. Klappt? Klappt öfter. Okay. Nee, ansonsten, ja, also was sind so das wichtigste Netzwerk für mich ist gerade LinkedIn. War früher auch sehr viel auf Twitter aktiv. Finde ich jetzt inzwischen super schwierig, die Plattform. Ich auch, ja. Ansonsten, ja, so im Privaten sicherlich auch so ein Instagram und ja, schaue mir auch manchmal jetzt TikTok an, weil Geil. man will ja dann auch nicht ganz zum alten Eisen gehören, so zumindest wissen, was da abgeht. Wie schaut deine For You-Page aus? Was ist da so drauf? Ja, die For You-Page sieht so aus, dass sie Comedy-lastig ist, glaube ich, unterbrochen mit Business-Content. Okay, ja, so ähnlich wie bei mir. Ja. Cool. Hast du ein Lieblingsmeme? Zumindest keins, was mir jetzt ganz spontan einfallen würde. Also bin gar nicht so der Meme-Nutzer. Ja, okay. Also eher so Comedy-Auftritte so. Ja. Okay, alles klar. Weil, also ich finde, gerade geht ja dieser Waschbär rum, weißt du, den kennst? Ja, Pedro, ja genau, der so tanzt zu der Musik. Ja. Das ist halt super dumm, aber ich freue mich jedes Mal, wenn der bei mir auf dem Bildschirm ist. Und es geht ja so weit, habe ich gesehen, dass jetzt alle möglichen Haustiere im Kreis tanzen. Genau. Ne? Ja. Ich finde das super süß. Hast du selber Haustiere auch? Wir haben 2 Kaninchen. Ah, süß. Also keine Katzen dann zu Hause, wenn die Kaninchen Nein, als Kind hatte ich eine Katze. Jetzt sind es 2 Kaninchen geworden. Ja. Sind Hasen so eure Lieblingstiere, oder? Also es ist ja nicht mein Haustier, es ist das Haustier, wo mich meine Kinder breitgeschlagen haben dazu. Aber, also nicht gesagt, Papa, ich will ein Hündchen? Nee, die waren eigentlich sehr happy mit den Hasen. Okay. Die leben bei uns im Garten und buddeln sich da fröhlich durch die Gegend. Super. Welchen Rat würdest du deinem jüngeren Ich geben, von dem Standpunkt, an dem du jetzt bist? Da hätte ich ein paar Ratschläge, aber ich glaube, so der wichtigste, der mir so im Nachhinein einfällt, ist, mach dich nicht so verrückt, was Entscheidungen angeht. Weil gerade so, wenn man ein bisschen jünger ist, man hat irgendwie das Gefühl, dass jede Entscheidung, die man trifft, die ist dann in Stein gemeißelt und da kann man nichts mehr dran drehen. Und vor allem, die ist auch lebensverändernd. Gerade wenn man irgendwann mal unternehmerisch tätig ist, wird man feststellen, dass man viele Entscheidungen treffen muss und viele auch wieder revidieren muss. Das heißt, so gerade wenn ich mich zurückerinnere, so das Thema als erstes die Entscheidung, auf irgendwie welche weiterführende Schule gehe ich, die wird ja meistens noch von den Eltern getroffen oder von den Noten, die man hat. Ja. Aber dann, wenn es ums Studium geht, also ich meine, ich habe mich dann irgendwann für Politikwissenschaft entschieden. Okay. Und jetzt klingt entscheidend so groß, die Noten waren auch einfach nicht so gut, dass ich jetzt die freie Auswahl gehabt hätte. Ja. Habe aber trotzdem ein Studium für mich gefunden, was mich interessiert hat, aber im Endeffekt bin ich im Marketing gelandet am Schluss. Ja. Also man sieht, da gibt es viele Unterbrechungen im Leben, wo man sich dann auch irgendwie nochmal eine Abzweigung nehmen kann, wo man dann auch nochmal ganz andere Themen machen kann. Und sich da nicht verrückt machen sollte, was die einzelnen Entscheidungen angeht, solange man sie dann mit seinem Gewissen auch im Nachhinein verargumentieren und sich damit arrangieren kann. Also hast du ein Politikwissenschaftenstudium auch durchgezogen? Ja, komplett. Ich bin Diplom-Politikwissenschaftler. Oh, okay. Was würde man mit diesem Diplom machen, wenn man nicht ins Marketing geht?
Ja, also man könnte natürlich von politischer PR über Lobbyarbeit, über Arbeit in der Gewerkschaft, meistens weniger Politiker tatsächlich. Ja. Das sind meistens Juristen, aber sicherlich auch in den Abteilungen der Politiker zu arbeiten. Das würde man wahrscheinlich klassischerweise machen. Welche Learnings aus dem Politikwissenschaftsstudium bringen dir jetzt was in deinem Beruf? Also was du da sehr gut lernst, ist, dir komplexe Sachlagen anzuschauen und die relativ einfach runterzubrechen für dich. Und das hat mir in der Vergangenheit natürlich schon immer auch geholfen, auch in dem unternehmerischen Kontext, dass man sagt, okay, wenn du jetzt irgendwie so eine Aufgabenstellung hast, du willst ein Produkt am Markt bringen etc., hast du die ganzen Marktlagen, aber wie brichst du das jetzt für dich runter, dass du einen konkreten To-Do-Plan hast und da auch loslegen kannst? Das ist, glaube ich, so das Hauptthema, was ich da mitgenommen habe. Cool. Außer dem Interesse an politischen Themen insgesamt. Viele jüngere Menschen, wenn sie gerade so ins Berufsleben starten, haben auch öfter mit dem Imposter-Syndrom zu kämpfen. Das sagt dir wahrscheinlich was. Ne? Ja, also, dass absolut. man einfach generell das Gefühl hat, dass man gar nicht so gut ist, wie man nach außen gibt und sich deswegen schuldig oder schlecht fühlt. Hattest du das auch öfter und wie bist du damit umgegangen? Ich würde sagen, es kommt drauf an. Also manchmal kriegt man so Anfragen, ob es jetzt ein Speaking ist oder ob es irgendwie dann eine Interviewanfrage ist. Ja, wie wir heute da sitzen, dann denkst du dir ja auch, ja, habe ich da überhaupt einen Beitrag zu leisten? Und ich glaube, diese Frage, die kann man sich aber auch stellen, weil man sollte eigentlich nicht alles machen, sondern da, wo man irgendwie glaubt, dass man auch irgendwie Mehrwert geben kann. Und nichtsdestotrotz ist es ja immer so, dass meistens das eigene Gefühl mit der Außendarstellung nicht unbedingt übereinstimmt. Also das ist ja meistens dieses Problem, andere Leute sehen in dir etwas, was du noch gar nicht in dir siehst. Aber das kann ja passieren. Also man kann auch in alle Themen reinwachsen. Also ich würde sagen, ich bin nicht frei davon, aber ich kann immer besser damit umgehen über die Zeit und das auch realistisch einschätzen. Cool. Ich muss auch sagen, ich habe selber auch gemerkt, dass viele Leute in Führungspositionen, von denen man denkt, die wissen alles, die wissen selber auch nicht immer. Ne? Die machen halt einfach das, was sie gerade für richtig halten. Ne? Okay, jetzt haben wir viel über deine Vergangenheit gesprochen. Das würde mich als letztes noch interessieren. Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Also sagen wir mal in 5 Jahren, wo willst du da sein? Naja, ich möchte natürlich ein DAX-Konzernvorstand sein. Okay. Nein, möchte ich definitiv nicht. Das weiß ich für mich. Ich möchte einfach coole Themen voranbringen. Ich möchte natürlich unternehmerisches Handeln in Deutschland auch weiterhin fördern, weil ich glaube, das ist so ein Thema, das kann man nicht so gut, da können nicht genug Leute dran arbeiten. Wir haben seit Jahren rückgängige Gründer- und Gründerinnenzahlen und das ist eigentlich eine Tendenz, die wir eigentlich so nicht hinnehmen können, wenn wir irgendwie wettbewerbsfähig bleiben wollen, auch im internationalen Kontext. Das heißt, wir brauchen tolle Ideen, wir brauchen viele Menschen, die mutig vorangehen. Und wenn ich da so ein kleines Rädchen mitdrehen kann, über meine Vehikel, die ich habe, dann glaube ich, habe ich einen guten Job gemacht. Und in welcher Form es ist, ob das ein Podcast ist, ob das jetzt irgendwie wenn ich als Lehrbeauftragter irgendwie tätig bin. Also das hat und ordnet sich immer dem unter und das ist so die Mission, der ich glaube ich auch noch lange treu bleibe. Hast du abschließend einen Appell an die jungen ZuschauerInnen? Jetzt könnte man natürlich diesen Appell nehmen, den man ganz oft hört, einfach machen. Ja? Aber der Punkt ist, macht Dinge, probiert Dinge aus. Aber zieht auch eure Learnings raus. Ne? Also, dass ihr ganz konkret überlegt, was braucht die Welt auch von mir und was kann ich der Welt auch geben. Ja? Also das ganz konkret sich zu überlegen und zu sagen, da arbeite ich jetzt an diesem Thema und das ist mir auch so wichtig, dass ich da vielleicht auch ein bisschen länger dran arbeite und nicht nur springe. Ja. Okay. Ja, super. Dann vielen Dank, dass du da warst, Peter. Das war sehr interessant. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich für die tollen Fragen. Dankeschön. Tschüss.